Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht vertieft mit der ersten Folge mit Tipps und Tricks für Word zum perfekt formatierten Word-Dokument für deine Hausarbeit oder Seminararbeit. Ich beginne auch gleich mit dem Überblick über die in diesem Video enthaltenen Schritte. Wir beginnen mit einem ganz neuen, also leeren Dokument und widmen uns erst dem Format und der Ausrichtung. Wie in den meisten Fällen verwenden wir das DIN A4-Format in Hochkant. Ich werde aber hier und bei allen anderen Schritten auch auf abweichende Daten und deren Einstellung eingehen, damit du dein Word-Dokument korrekt einstellen kannst. Danach stellen wir die Seitenränder ein, genau genommen mit einem Korrekturrand von 5 cm links, 2 cm rechts und oben sowie unten 1,5 cm. Ich gehe kurz auf die Spalten, Umbrüche, Zeilennummern und die Silbentrennung ein. Basierend auf diesem Wissen setzen wir dann die grundlegende Struktur der Arbeit auf, bestehend aus einem Deckblatt, der Gliederung, dem Sachverhalt und dem Literaturverzeichnis, gefolgt von dem anders nummerierten Haupttext und schließlich einem weiteren, erneut wieder anders nummerierten Abschnitt, zum Beispiel für eine Eigenständigkeitserklärung. Wir runden die Folge mit den Fuß- und Kopfzeilen, insbesondere den Seitenzahlen und einigen optischen Anpassungsmöglichkeiten ab. Bevor ich direkt zu Word wechsle, ein kurzer Hinweis, weshalb die korrekte Formatierung einer Word-Datei unbedingt erforderlich ist. So finden sich in den meisten Aufgabenstellungen ein solcher Hinweis, wonach die Nichteinhaltung der Formvorschriften zu gegebenenfalls erheblichen Punktabzug führen kann und Arbeiten, die grob gegen die Vorgaben verstoßen, gar nicht korrigiert werden. Dies ergibt auch Sinn, denn eine falsche Formatierung kann nicht nur lästig sein, sondern dem Bearbeiter der Hausarbeit oder Seminararbeit einen Vorteil geben. Insbesondere wenn die Arbeit eine feste Seitenbegrenzung hat, können selbst unscheinbare Änderungen einen großen Einfluss haben, von größeren Verstößen ganz zu schweigen. Doch mit einer korrekten Umsetzung der Formatvorgaben steht dem nichts im Wege. Darüber hinaus hat die optische Gestaltung deines Textes einen großen Einfluss, denn es ist der erste Eindruck, den dein Prüfer von dir und deiner Arbeit erhält. Und der soll natürlich so gut wie nur möglich sein. In Word habe ich ein neues, leeres Dokument erstellt und hierfür die Standard-Word-Vorlage verwendet. Über Datei, Startseite können andere Vorlagen auf ein Word-Dokument angewendet werden. Hiervon rate ich jedoch ab, da hierdurch mehr korrigiert werden muss, als es meistens einen Nutzen bringt. Word bietet auch die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu nutzen, die statt der leeren Vorlagen verwendet werden können. Dies kann genutzt werden, wenn öfter Dokumente mit derselben Formatierung erstellt werden. Im Studium ist das eher selten relevant. Möchte man aber einmal ein Format aufbauen und das dann immer wieder benutzen, macht es Sinn, das einmal gescheit aufzubauen und sich entsprechend zu speichern. Wir beginnen mit dem Format und der Ausrichtung der Seite. Der Grund hierfür ist, dass sowohl das Format, die Ausrichtung, aber auch zum Beispiel die Ränder für verschiedene Abschnitte des Dokuments unterschiedlich geregelt werden können. So kann zum Beispiel ein Teil der Arbeit, insbesondere der Haupttext, einen abweichenden Seitenrand haben oder einzelne Seiten können im Querformat sein. Deswegen setzen wir im ersten Schritt den Standard für alle Seiten und weichen dann in den speziellen Abschnitten vom Standard ab. Hierfür wechseln wir in den sogenannten Layout Ribbon. Dort gibt es links den Bereich Seite einrichten. Die Funktionen dort werden wir vor allem nutzen. Klicken wir auf Format, öffnet sich eine Auswahl an vordefinierten Formaten, aus denen wir einfach ein Format auswählen können. Vorliegend ist bereits das Format A4 für DIN A4 ausgewählt. Mit einem weiteren Klick können wir ein alternatives Format, zum Beispiel A5, auswählen oder über die Funktion Weitere Papierformate ein individuelles Format festlegen, indem wir die Breite und Höhe fest einstellen. In der Vorschau können wir sehen, was sich genau verändert hat.
und wie das Papier aussieht. Um den Formatvorgaben zu genügen, setze ich DIN A4 als Format ein. Hier können wir zudem für den Drucker die Papierzufuhr regeln, was im Fall von Sonderformaten, die nicht auf DIN A4 gedruckt werden sollen, relevant sein kann. Diese Änderungen sollen für das gesamte Dokument gelten. Später können wir Änderungen für einzelne Abschnitte setzen. Mit OK speichern wir die Änderungen. Wieder im Layout-Ribbon können wir unter Ausrichtung diese ändern, belassen aber auch hier das Buchformat. Wir können uns aber kurz mal anschauen, wie das Ganze im Querformat aussieht, indem wir ein bisschen rauszoomen und unter Ausrichtung auf das Querformat wechseln. Als nächstes können wir mit den Seitenrändern fortfahren, die links von der Ausrichtung eingestellt werden können, und auch hier bietet Word einige Vorlagen und auch hier können wir eigene Seitenränder einstellen, diesmal indem wir auf benutzerdefinierte Seitenränder klicken. Im Dialog, der sich öffnet, können wir für alle Richtungen oben, unten, links und rechts den Abstand einstellen. Hier setze ich aber nicht unsere Werte der Formatvorgaben ein. Der Grund ist, dass unsere Arbeit am Ende aus mehreren Abschnitten besteht und nur ein Abschnitt den breiten Korrekturrand von 5 cm links haben soll. Aus diesem Grund werde ich den Korrekturrand nur für diesen Abschnitt einstellen und für alle anderen einen normalen Rand benutzen. Deswegen setze ich rechts und links 2 cm ein und oben und unten 1,5 cm. Der Buntsteg und die Buntstegposition sind in der Regel für Hausarbeiten unrelevant. Hierbei handelt es sich um einen weiteren Abstand, der verhindern soll, dass ein gedruckter und gebundener Text insofern fehlerhaft gedruckt wird, als dass der Text zu nah an der Bindeseite ist. Hier kann übrigens auch die Ausrichtung geändert werden. Eine sehr wichtige Einstellung ist der Umgang mit mehreren Seiten. Standardmäßig sind alle Seiten gleich formatiert. Dies macht auch Sinn, wenn die Arbeit lose abgegeben wird oder nur einseitig bedruckt ist. Soll jedoch die Arbeit gebunden und beidseitig bedruckt werden, ist es erforderlich, nicht einen Rand rechts und links zu regeln, sondern stattdessen muss ein Innen- und Außenrand gesetzt werden. Dafür muss die Option gegenüberliegende Seite ausgewählt werden. Diese Einstellung ist nicht zu verwechseln mit der Option Buch, denn diese teilt eine einzelne Seite in Bereiche auf, die dann wie ein Flyer zusammengefaltet werden können. Wird die Einstellung gegenüberliegende Seiten gewählt, ändert sich rechts und links zu innen und außen. Auch diese Einstellungen übernehmen wir für das gesamte Dokument. Die abweichenden Einstellungen für den Haupttext mit dem Korrekturrand müssen wir später nachholen. Damit wir das schnell vornehmen können, fahre ich fort mit den nächsten Einstellungen. Word bietet uns die Möglichkeit, Spalten einzustellen und auch hier vordefinierte Optionen. Das ist jedoch in der Regel im Rahmen einer Hausarbeit oder Seminararbeit nicht erforderlich. Deutlich wichtiger sind Umbrüche. Word gliedert den Text in sogenannte Abschnitte. Diese Abschnitte erlauben es dir, dein Dokument aufzuteilen und die entsprechenden Abschnitte unterschiedlich zu formatieren. Im Rahmen unserer Arbeit brauchen wir verschiedene Abschnitte, darunter das Deckblatt, die Gliederung, den Sachverhalt, ein Literaturverzeichnis, den Haupttext und schließlich die Eigenständigkeitserklärung. Um unser Dokument richtig zu formatieren, erstellen wir für jeden einzelnen oberen Gliederungspunkt einen Abschnitt. Dies können wir unter Layout Umbrüche einfügen und wählen dafür die Option Abschnittsumbruch auf nächster Seite aus. Reine Seitenumbrüche fügen keinen Abschnittsumbruch ein. Der Bereich Deckblatt hat nun seinen eigenen Abschnitt. Mit einem Doppelklick auf die Kopfzeile können wir sehen, dass dies Abschnitt 1 ist. Und wenn wir runterscrollen, stellen wir fest, dass die anderen Gliederungspunkte im Abschnitt 2 sind. Den Vorgang wiederholen wir, bis wir alle Gliederungspunkte aufgeteilt haben. Hierbei gleich ein weiterer Tipp: Mit diesem Button hier, alle Anzeigen,
können Absatzmarken und weitere ausgeblendete Formatierungssymbole angezeigt werden. Das ist besonders bei Layout-Aufgaben hilfreich und erlaubt es uns, die Absatzumbrüche auch direkt zu sehen. Damit haben wir das Grundgerüst für unsere Arbeit aufgebaut. Bevor ich in gebotener Kürze auf die Zeilennummern und die Silbentrennung eingehe, möchte ich kurz zeigen, wie ein falsch gesetzter Abschnitt entfernt bzw. gerichtet werden kann. Abschnitte können einfach gelöscht werden, dabei geht jedoch immer eine Formatierung verloren. Eine gute Alternative kann es deswegen sein, den Abschnittsumbruch mit Seitenumbruch in einen fortlaufenden Abschnittsumbruch zu ändern. Dafür muss der vorherige Dialog geöffnet werden, beispielsweise über diese Taste. Im Bereich Layout kann dann der Abschnittsbeginn von Neue Seite auf Fortlaufend geändert werden. Der Abschnittsumbruch existiert weiterhin, fällt aber nicht auf. Sinnvoll ist es, die automatische Silbentrennung zu aktivieren. In der Regel werden Wörter ausreichend korrekt getrennt und manuelle Trennungen sind nach wie vor möglich. Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Trennstriche kann auf unbegrenzt gestellt werden. Die Zeilennummern werden in der Regel nicht in Hausarbeiten und Seminararbeiten gefordert, können aber hier eingerichtet werden. Es empfiehlt sich, die Zeilennummern nur für den Abschnitt des Haupttextes zu aktivieren und unter den Zeilennummern-Optionen das Zählintervall auf 5 zu setzen. So kann dies aussehen. Ich werde jedoch die Zeilennummern deaktivieren. Bevor wir fortfahren können, müssen wir noch die Seitenränder für den bisher fehlerhaften Abschnitt des Haupttextes setzen. Dafür scrollen wir runter, bis wir beim Haupttext sind und gehen innerhalb von diesem Abschnitt in die Seitenränder. Wir gehen wieder auf die benutzerdefinierten Seitenränder und ändern diesmal den Abstand links zu 5 cm. Wichtig ist, dass wir das Ganze nur für den aktuellen Abschnitt übernehmen und nicht für das gesamte Dokument. Mit OK können wir unsere Änderungen speichern. Damit können wir mit den Kopf- und Fußzeilen fortfahren, aber davor möchte ich erst einmal das Dokument ein bisschen aufräumen. Scrolle ein bisschen hinaus und füge ein paar Informationen darüber hinein, auf welcher Seite wir uns befinden. Das Deckblatt ist die erste Seite, nicht die erste nummerierte Seite unseres Dokuments, sondern die erste Seite im Dokument. Entsprechend ist die Gliederung die zweite Seite und der Sachverhalt die dritte Seite. Nun können wir die Fußzeile und die Kopfzeile setzen. In der Kopfzeile können wir beispielsweise den Text eintippen, Deckblatt. Alternativ können wir einen Text als Überschrift setzen, beispielsweise weiterhin das Deckblatt, indem wir es als Deckblatt auswählen, als Überschrift 1 setzen und dann können wir in die Kopfzeile wieder zurückkehren, auf Einfügen klicken, auf Querverweis klicken und als Verweistyp Überschrift setzen, auf den Überschriften Text, also Deckblatt, verweisen, das Ganze ohne Link einfügen, die Überschrift auswählen, die wir möchten, das Ganze einfügen und dann schließen. Dieses Feld können wir nun aktualisieren, sodass die Überschrift immer aktuell ist. In den meisten Fällen ist es aber vollkommen ausreichend, einen manuellen Text einzutippen, da sich die oberste Ebene Deckblatt Sachverhalt nicht so oft ändert. Wichtig ist, dass die Kopfzeile der unterschiedlichen Abschnitte nicht identisch sein soll, doch dies wird von Word automatisch eingestellt. Scrollen wir zum nächsten Abschnitt, sehen wir den Hinweis wie vorherige. Dies können wir hier deaktivieren und dann eine abweichende Kopfzeile erstellen.
Dies müssen wir entsprechend für die anderen Abschnitte unseres Dokuments durchführen. In der Fußzeile können wir eine Seitenzahl einfügen, dazu einfach im Ribbon Kopf- und Fußzeile auf die Seitenzahl klicken, dann auf aktuelle Position. In den meisten Fällen reicht eine simple Seitenzahl wie diese. Diese müssen wir dann noch rechtsbündig setzen. Dafür wechseln wir auf den Startribbon und setzen sie rechtsbündig. Die erste Seite soll in der Regel keine Seitenzahl haben und da diese weiterhin mit der vorherigen verknüpft ist, können wir auf der Seite 1 diese nicht so einfach entfernen. Heben wir die Verknüpfung auf, können wir auf Seite 1 die Seitenzahl entfernen und haben auf Seite 2 weiterhin die Seitenzahl enthalten. Diese ist aber nicht korrekt, dementsprechend können wir auf die Seitenzahl rechts klicken, auf Seitenzahl formatieren klicken und hier erstens das Zahlenformat wechseln und es auf römische Großbuchstaben setzen und dann bei römisch 1 beginnen. Auch das müssen wir entsprechend für die anderen Abschnitte unseres Dokuments durchführen. Beim Haupttext angekommen, müssen wir beachten, dass wir keine römische Nummerierung mehr haben möchten und dass wir die Nummerierung wieder bei 1 beginnen. Entsprechend setzen wir den Beginn bei 1 und lassen das Zahlenformat bei 1, 2, 3. Im finalen Abschnitt müssen wir wieder römische Zahlen einsetzen. Das können wir jedoch nicht so einfach machen, weil wir noch nicht wissen, welche Seitenzahl das sein wird, weil die Seitennummerierung wieder von vorne beginnt. Ich habe jetzt einfach mal X als Platzhalter eingesetzt. Daran das zu korrigieren, muss unbedingt gedacht werden. Damit haben wir alle Formatvorgaben mit Relevanz für diesen Abschnitt erledigt. Ich möchte jedoch zwei Hinweise zu optischen Anpassungen geben. Die erste betrifft die Kopf- und Fußzeile. So kann in Word durch die Eingabe mehrerer Bindestriche eine leichte und durch mehrere Unterstriche eine breite Trennlinie erstellt werden. Unter dem Text der Kopfzeile und über dem Text der Fußzeile ermöglicht diese eine optische Trennung des Inhalts der Kopf- und Fußzeile vom restlichen Text. Die zweite optische Anpassung ist eine Linie, die den Korrekturrand vom Haupttext trennt. Diese kann unter den Einstellungen für die Seiteneinrichtung im Bereich Layout über den Button Render eingerichtet werden. Dafür muss in der Darstellung der linke Rand angeklickt werden. Die Formatvorlage einer durchgestrichenen Linie in schwarzer Farbe und mit einer Breite von einem halben Punkt ist in der Regel ausreichend. Wichtig ist dann auch auf die Optionen zu klicken. In den Optionen muss eingestellt werden, dass der Rahmen vom Text und nicht von der Seite aus gemessen werden soll. Ein Abstand von 4 Punkten reicht, kann aber auch auf 6 Punkte oder 8 Punkte erhöht werden, je nach Geschmack. Wichtig ist, dies nur für den entsprechenden Abschnitt einzustellen. Am Ende sieht dies so aus. Damit sind wir am Ende von Teil 1 angekommen. In Teil 2 geht es weiter mit den Formatvorlagen, dem Inhalt des Haupttextes und weiteren Tipps und Tricks, wie du diese überzeugend formatierst. Die einzelnen Schritte von diesem Teil kannst du auf unserer Webseite www.rechen-vertieft.de nachlesen und findest dort unsere weiteren Screencasts und Artikel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Recht vertieft.